Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Es ist Zwetschgenzeit und wir machen zusammen heute ein Zwetschgen-Blechkuchen. Sehr einfach zu machen, lecker, aromatisch. Also, um die Zeit nicht zu verlieren, legen wir sofort los. Für den leckeren Kuchen brauchen wir folgende Zutaten. So, außer Zwetschgen sind alle Zutaten weiß. So, die selbstgepflückte Zwetschgen habe ich schon gewaschen, entkernt und halbiert. Dann brauchen wir noch Zucker, Milch, eine Prise Salz, Eier, Backpulver, Vanillezucker, Mehl und Butter. Die Mengenangaben sind wie immer unter dem Video in der Beschreibung zu lesen. Und wir legen sofort los mit der Zubereitung. Als erstes gebe ich hier den Backpulver zu dem Mehl in eine Schüssel rein. Dann mische ich das und tue beiseite. Dann brauche ich eine Rührschüssel. Habe ich schon hier alles vorbereitet. So, und mein Mixer mit der Knethaken. Dann gebe ich die Butter rein. Alle Zutaten sind auf Zimmertemperatur jetzt. Zucker und Vanillezucker. Dann kommt noch die Prise Salz noch dazu. Und es wird gerührt, bis eine homogene Masse entsteht. Als nächstes gebe ich die Eier nacheinander rein und es wird jedes Ei einzeln etwa eine halbe Minute geschlagen. Als nächstes kommt die Mehl-Backpulvermischung rein und die Hälfte werde ich erstmal von dem Mehl reingeben, nachher wechseln Milch, bis wir die ganze Masse dann verbraucht haben. Nun gebe ich die Milch, die Hälfte rein. Der Teig ist jetzt fertig. Ist gut geworden, gefällt mir. Und dann als nächstes dann kommt die Teigmasse auf den Backblech. Bevor ich jetzt weitermache, muss erstmal mein Backofen vorgeheizt werden. Und zwar auf 180 Grad Umluft. Ja, die Teigmasse kommt jetzt auf dem Backblech, was ich schon mit Backpapier ausgelegt habe. Es wird verteilt und dann gleichmäßig gestreichelt. Und glatt streichen. Nun ist die Zeit, die Zwetschgen zu verteilen, und die werden dicht nebeneinander in den Teig gelegt. Guckt euch diese Schönheit an, ne? Ist das nicht ein Zwetschgen-Kunstwerk? Ja, finde ich. So, jetzt kommt das Blech in den Backofen. Auf mittlerer Schiene. Und dann lasse ich backen etwa 35 bis 40 Minuten, je nach Backofen. Ja, es ist soweit jetzt. Der Kuchen kommt jetzt raus. Wow. Uiuiuiui. Ist sehr schön geworden. Ah, diese Zwetschgenduft. Ah, einfach genial. Et voilà. Der leckere Zwetschgen-Blechkuchen ist jetzt fertig. Ich werde gleich, wenn der Kuchen abgekühlt ist,
mit Puderzucker bestreuen und ein Stückchen mit Sahne servieren. Und ich freue mich so sehr darauf. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked, kommentiert, abonniert diejenigen, die noch nicht gemacht haben. Und ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi. Juhu! Zwetschgen pflückt, wenn man nicht rankommt. Dann kommt die Wasserflasche im Einsatz. Und man versucht das. Auf die Plätze, fertig. Los! Oh, gar nicht. So, zweiter Versuch. Aus der Schusslinie. Voll daneben. Noch einmal. So, jetzt noch. Alle gute Dinge sind Drei. drei. Ja, jetzt versuchen wir es mal. Wow! Hey. Ganz schönes. Fertig mit dem Pflücken. Also da sind schon ein paar Kilos zusammengekommen.